Degree of precision that no one ever dreamt of. In vielerlei Hinsicht sorgt der zweite Irakkrieg 2003 für neue Dimensionen, auch in der Berichterstattung. Mit dem sogenannten Einbetten von Journalisten hat die Beeinflussung ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. US Army 7th Cavalry. Rather than being kept far away, they were embraced. Jetzt hielt man die Reporter nicht mehr vom Geschehen fern, man umarmte sie geradezu. Hunderte zogen mit in den Krieg. Sie wurden Teil des Invasionsapparates. Die eingebetteten Reporter befanden sich immer auf der Seite der Angreifer, nie dort, wo die Bomben einschlugen. With people who were being bombed. You only had embedded reporters with the bombers. Last night, a tremendous light show here, just a tremendous light show as we were watching. And it was through the eyes of the invaders that so much of the reporting was done. Alles wurde aus der Sicht der Besetzer gezeigt. Die Korrespondenten der großen amerikanischen Sender ließen uns noch dazu wissen, wie eng verbunden sie mit den Soldaten waren. Manche sagten, ich würde alles für sie tun und sie alles für mich. Kameradschaftsgeist als Triebfeder der Berichterstattung. We had guys around us with guns, and they were intent on keeping us alive because they said, "You guys are making us stars back home, so we need to protect you." That's very nice. Das ist sehr nett, hat aber nichts mit unabhängigem Journalismus zu tun. Das Einbetten der Reporter ist nur ein neuer Trick im alten Spiel der Kriegspropaganda. A myth has kind of grown up after the Vietnam War. Nach Vietnam ist der Mythos entstanden, dass die Medien dort besonders kritisch berichtet und den Amerikanern die ganze Brutalität des Krieges vermittelt hätten. Viele meinen, es sei das Beste, zu diesem Standard zurückzukommen. A standard that should now be rediscovered or emulated. This is what the war in Vietnam is all about. Yes, there was exceptional reporting. In der Tat gab es außergewöhnliche Berichte, aber es waren Ausnahmen. So die Bilder von GIs, die mit ihren Feuerzeugen ein Dorf abfackeln. Das ist den Leuten deshalb noch so präsent, weil es so unüblich war. Eigentlich sah man recht wenig von der maßlosen Gewalt dieses Krieges im Fernsehen. Besonders wenn amerikanische Soldaten für die Gräuel verantwortlich waren. Ein großes Tabu ist generell die Berichterstattung über das menschliche Leid. Bomben und Raketen, die vom Steuerzahler finanziert wurden, richten unermessliches Leid an. Sie verstümmeln und töten Menschen. Let no one think for a moment that retreat from Vietnam would bring an end to conflict. Withdrawal of all American forces from Vietnam would be a disaster. It's a real incentive for Vor dem Krieg tut ein Präsident alles, um sein Volk dafür zu gewinnen. Er lügt, betrügt und manipuliert. Dann läuft es eine Weile problemlos für ihn, bis man ihn auffordert, den Krieg zu beenden. We're not leaving so long as I'm the president. That would be a huge mistake. Our allies would lose confidence in America. To yield to force in Vietnam would weaken that confidence. Any sign that says we're going to leave before the job is done simply emboldens terrorists. A retreat from the United States from Vietnam would be a communist victory, a victory of massive proportions, and would lead to World War III. If this little nation goes down the drain and can't maintain her independence, ask yourself what's going to happen to all the other little nations. It would not bring peace. It would bring more war. Selbst wenn die Rufe nach Rückzug so laut werden, dass man sie nicht mehr überhören kann, haben die Politiker Strategien entwickelt, uns das baldige Ende des Krieges anzukündigen, während sie ihn in Wirklichkeit noch verlängern. Oder sie schaffen es sogar, wie im Fall von Nixons Vietnamisierung, den Krieg im Namen der Beendigung des Konfliktes noch anzuheizen. In the previous administration, we Americanized the war in Vietnam. In this administration, we are Vietnamizing the search for peace.
Nun, da der Krieg unpopulär geworden ist, zieht man ein paar US-Truppen ab und überlässt den Verbündeten vor Ort die Verantwortung. Our strategy can be summed up this way. As the Iraqis stand up, we will stand down. Das vermittelt den Amerikanern, wir werden auf jeden Fall da rausgehen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Der Fokus der Medien liegt immer auf unseren Soldaten. Die Leiden der zivilen Opfer werden uns kaum gezeigt. 1968 tritt der einflussreiche CBS-Moderator Walter Cronkite vor die Kamera und stellt sich massiv gegen die Regierung. Cronkite sagte ganz klar, der Krieg ist nicht zu gewinnen. It seems now more certain than ever that the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate. Jetzt, da der Wind sich gedreht hatte, übernahmen immer mehr seine Meinung. Lyndon Johnson soll nach Cronkites Kommentar gesagt haben, ich habe halb Amerika verloren. Die Aussage wird gerne zum Wendepunkt des Krieges und zur moralischen Stellungnahme der Medienwelt hochstilisiert. Nun, das stimmt und stimmt auch wieder nicht. Cronkite stellte fest, dass die USA entgegen der offiziellen Version den Krieg in Vietnam nicht gewann, nicht gewinnen konnte. Er sprach nicht davon, dass der Krieg falsch war. Wenn der Kritiker sagt, der Krieg ist schlecht, weil wir ihn nicht gewinnen, lautet die Antwort, wir zeigen dir, dass er zu gewinnen ist oder dass der nächste Krieg zu gewinnen sein wird. Diese Kritik stellt nicht das Recht auf die Aggression an sich in Frage. Dazu müsste sie tiefer gehen. Egal, ob dieser Krieg zu gewinnen ist oder nicht, ein Reich mit Cruise Missiles erzwingen zu wollen, ist nicht rechtens. Während der letzten 5 Jahrzehnte haben wir eine Reihe von militärischen Interventionen erlebt. Unser Militär ist einmarschiert, hat Länder bombardiert und sie über lange Zeit besetzt gehalten. Immer wurde uns gesagt, es geschehe mit hehren Absichten und immer wieder haben junge Amerikaner und zahllose andere Menschen mit ihrem Leben dafür bezahlt. All das gilt auch heute noch. Die Dynamik ist immer dieselbe, bei der Besetzung des Iraks oder bei möglichen Zielen wie dem Iran. Und die Zukunft wird dasselbe bringen, wenn wir nicht begreifen, wie der Krieg in unsere Köpfe gepflanzt wird. Die Medien haben geglaubt und uns glauben gemacht, dass die Außenpolitik vom Präsidenten gemacht werden sollte. Dieser kluge Kopf im Oval Office hat alle Informationen. Er weiß mehr als wir. Das amerikanische Volk spielt keine besondere Rolle. Es hat nicht die Fähigkeiten, mit so einer Situation umzugehen. Das gilt für den Vietnamkrieg, aber auch für spätere Konflikte. Im Kongress hat es immer wieder einzelne Stimmen dagegen gegeben, aber sie fanden keine Plattform in den Medien. Auch wenn heute klar ist, dass sie richtig lagen. However difficult this vote may be, some of us must urge the use of restraint. Our country is in a state of mourning. Some of us must say, let's step back for a moment. Let's just pause just for a minute. And think through the implications of our actions today so that this does not spiral out of control. As we act, let us not become the evil that we deplore.
Thank you, and I yield the balance of my time. Gentlewoman's time has expired. And this is a very common motif of history in the Es hat immer wieder Menschen gegeben, die als Außenseiter abgetan wurden, weil sie nicht mit dem Strom schwimmen wollten. Oft hat sich herausgestellt, dass sie als einzige den historischen